Du fühlst dich immer wieder zu genau den Menschen hingezogen, die dir am Ende am meisten wehtun. Emotionale Distanz fühlt sich für dich wie intensive Chemie an. Und während echte Sicherheit sich fast langweilig anfühlt. Stell dir vor, du triffst jemanden, der Funke ist sofort da, es ist intensiv, fast berauschend, doch nach ein paar Wochen merkst du, du bist die einzige Person, die investiert. Du wartest auf eine Nachricht, analysierst jedes Wort und fühlst dich ständig unsicher. Du sagst dir, diesmal wird es anders, aber tief im Innern spürst du, dass du wieder in derselben Falle sitzt, angezogen von jemandem, der emotional nicht verfügbar ist. Die Expertin Thais Gibson, Begründerin der integrierten Bindungstheorie, erklärt, dass dies kein Zufall ist. Unsere Kindheit prägt uns in 4 grundlegenden Bindungsstilen. Das erste ist sicher gebunden. Man fühlt sich wertvoll und vertraut anderen. Zweitens ängstlich. Man hat ständig Angst, verlassen zu werden. Drittens abweisend, vermeidend. Man hat gelernt, Bedürfnisse zu unterdrücken und zieht sich bei emotionaler Nähe zurück. Viertens, ängstlich vermeidend. Liebe wird gleichzeitig als Sehnsucht und als Bedrohung erlebt. Das klassische Heiß-Kalt-Muster. Nehmen wir Sarah. Sarah ist ängstlich gebunden. Sie trifft Mark, der abweisend vermeidend ist. Am Anfang ist es perfekt, doch sobald es ernst wird, braucht Mark Raum. Sarah interpretiert das sofort als Ablehnung. Ihr Unterbewusstsein schreit, ich bin nicht gut genug. Anstatt Grenzen zu setzen, versucht sie noch mehr zu gefallen. Mark fühlt sich erstickt, zieht sich noch weiter zurück und ein Teufelskreis beginnt. Warum tun wir das uns an? Thais Gibson sagt, dein logischer Verstand macht nur etwa 3 bis 5% deiner Entscheidungen aus. Die restlichen 95 bis 97% werden von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Dein Unterbewusstsein sucht nicht nach dem, was dich glücklich macht, sondern nach dem, was vertraut ist. Wenn du in der Kindheit gelernt hast, dass Liebe Inkonsistenz ist oder du um Aufmerksamkeit kämpfen musst, dann fühlt sich genau dieses Chaos für dein Gehirn wie Sicherheit an. Ein sicherer, stabiler Partner wirkt oft dann langweilig, weil das gewohnte Drama fehlt. Die wichtigste Erkenntnis für dich heute. Dein Partnerwahl ist oft ein Spiegelbild dessen, wie du dich selbst behandelst. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse ignorierst, wirst du von Menschen angezogen, die ebenfalls ignorieren. Der Funke ist oft nicht anders als die Aktivierung einer alten Wunde, die endlich geheilt werden will. Thais Gibson bietet ein Roadmap zur Heilung durch 5 Säulen. Der wichtigste Schritt ist die Umprogrammierung deiner Kernwunden. Erstens, identifiziere die Wunden. Ist es, bin ich nicht genug oder ich werde verlassen? Zweitens, die 21-Tage-Regel. Dein Unterbewusstsein spricht nicht in Logik, sondern in Emotionen und Bildern. Überlege dir das Gegenteil deiner Wunde. Zum Beispiel, ich bin liebenswert. Beweise sammeln. Finde täglich 10 kleine Momente oder Erinnerungen, die diesen neuen Glaubenssatz bestätigen. Schreibe sie auf und fühle die Emotionen dabei. Wenn du das 21 Tage lang machst, baut dein Gehirn neue neurale Netzwerke auf. Bedürfnisse selbst erfüllen. Als letzter Punkt. Lerne dir selbst die Validierung zu geben, die du sonst im Außen suchst. Wahre Liebe beginnt nicht mit der Suche nach dem perfekten Partner, sondern mit der Heilung der Beziehung zu dir selbst. Du bist nicht dazu verdammt, deine Muster zu wiederholen. Heilung ist möglich, wenn du bereit bist, die Arbeit auf der Ebene deines Unterbewusstseins zu tun. Was ist die eine Sache, die du heute tun kannst, um dir selbst Sicherheit zu geben, die du bisher von anderen erwartet hast? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue dich auf meine Podcast-Folgen, die ich die nächsten Tage auch für euch posten werde. Donnerstags als auch sonntags poste ich jeweils eine Folge.
Ich habe donnerstags einen neuen Podcast angefangen, das heißt Bindungscode und da gehe ich noch mal intensiver rein. Es ist so wie 'ne Art Buch geschrieben für euch, dass ihr so Schritt für Schritt euch vielleicht, also euren eigenen Code zur Liebe entdeckt. Und vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich, freue mich natürlich jedes Mal auf euch und, abonniert bitte gerne, weil ihr unterstützt mich, dass mein Kanal weiter wächst und dass wir dadurch auch die Menschen ansprechen können, die vielleicht jetzt auch Unterstützung benötigen. Und falls ihr auch Anregungen habt, könnt ihr mich über Instagram oder TikTok als auch Spotify erreichen. Und pass gut auf dich auf und hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss.